Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen, liebe Pfarreiangehörige daheim. Heute am Ostersonntagmorgen begrüße ich Sie herzlich zu diesem Kurzgottesdienst aus unserer Pfarrkirche. Wir feiern heute den Glauben an einen lebendigen Gott, denn Gott findet Geschmack am Leben und nicht am Tod. Noch mehr, Gott gibt uns die Würze vom Leben, damit es uns gelingt, Sinn macht und wir Menschen auch glücklich leben. Klar, ab und zu brauchen wir eine pfefferte Ladung, also Pep, damit wir auf die Touren kommen. Dann wieder ein Heilkraut zum Verdauen und runterfahren bei Verstimmungen. Schliesslich verschaffen uns Teekräuter Besinnung und Beruhigung in schwierigen Situationen. Die Würze für einen guten Geschmack an unserem Leben ist Versöhnung und der Frieden nach einem Streit, ist der Verzicht auf jede Form von Gewalt, ist der Respekt und die Achtung vor jedem Menschenleben, ist die Bewahrung von der Schöpfung von Gott, ist Liebe, Hoffnung und Glaube. Wenn ein fader Mensch ohne Kraft wieder zu Kräften kommt und ein Versalzener wieder für andere genießbar wird, dann passiert es mitten am Tag ein Fest von der Auferstehung. Wir sammeln uns zum Gebet. Guter Gott, heute am Osterfest bitten wir dich inständig, schenke uns Stärke, damit wir die Schwachen unterstützen können. Schenke uns Ausdauer, damit wir nicht aufhören, dein Wort zu hören und es immer besser zu verstehen. Schenke uns Mut und Zuversicht und einen langen Atem für Gerechtigkeit. Schenke uns Humor, damit wir ihn in der heutigen Welt, in dieser Zeit, nicht verlieren. Schenke uns Liebe statt Hass. Schenke uns den Glauben an die Auferstehung jeden Tag aufs Neue, denn es gibt ein Leben vor dem Tod. In Jesus Christus, der will, dass wir ihm im Hier und Heute nachfolgen und im Heiligen Geist. Amen. Wir hören die frohe Osterbotschaft von Jesus Christus aus dem Evangelium von Markus. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Lebendiger Gott, mit dieser brennenden Osterkerze bekennen wir, dass du Jesus Christus aus dem Tod am Kreuz zum Leben auferweckt hast. Segne dieses Licht, damit es in unser Dunkel, in unser Leben leuchte, damit Jesus Christus in unser Leben aufstrahle und es fruchtbar mache. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitmenschen, dass wir an einem Essen Geschmack finden, liegt unter anderem auch an den Gewürzen. Sie sind Geschmacksveredler. Sie runden ab und verschaffen Gaumenfreude. Für die meisten von uns gilt, nur nichts zu essen. Wir feiern heute Ostern. Die Auferstehung von Jesus Christus aus dem Tod zum ewigen Leben. Ich kann Ihnen das nicht erklären, aber ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus, wenn ein Mensch Geschmack an seinem Leben findet und auch für seine Mitmenschen geschmackvoll ist. Wie kann man am Leben Geschmack finden, wenn das gewisse Etwas, zum Beispiel die Liebe oder der Friede, fehlt? Oder wenn einem jemand's Leben durch entsprechendes Verhalten gründlich versalzen hat? Oder wenn uns die Angst plagt und fast das Leben nimmt? Man muss Gewürze gut kennen, bevor man sie anwendet. Man muss über die verschiedenen Geschmacksnoten Bescheid wissen, welches von ihnen in welche Speise passt. Da ist Vorsicht geboten. Bei den einen genügt bereits eine Prise, ein paar Körner. Bei den anderen dürfen wir ruhig ein bisschen grosszügiger sein. Es muss uns auch immer bewusst sein, dass wir mit Gewürz veredeln, aber auch alles verderben können. Darum müssen wir aufpassen. Es gilt immer das richtige Maß. Am richtigen Maß ist alles gelegen. Das gilt sowohl fürs Essen als auch für unser persönliches Leben und das Zusammenleben mit den anderen. Ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Das heisst für mich konkret, wie finde ich Geschmack an meinem Leben? Ich komme dann auch nicht daran vorbei, mich zu fragen, wie finde ich an dir? Wie findet wir aneinander Geschmack? Was müssen wir tun, dass wir wieder auf den Geschmack kommen? Dass wir uns wieder gut schmecken können? Ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus, wenn ein Mensch einem anderen Mensch gründlich wieder begegnet, im Frieden, in der Versöhnung, in der Freude. Ihm nach einem Streit kann auf ihn zugehen und wieder in die Augen schauen und wenn sie einander gegenseitig um Verzeihung bitten können. Wenn sich dann der andere nicht abwendet und ihm die Hand zum Frieden gibt und beide wieder neu miteinander anfangen. Ich finde, um das und um nichts anderes geht es bei der Auferstehung von Jesus Christus. Wenn jede Geschmacklosigkeit um den Willen von Jesus aufhört, dann feiert man an jedem Tag und zu jeder Stunde das Fest von der Auferstehung. Ich wünsche Ihnen in diesen bewegten, schwierigen Zeiten, wo wir drin leben, trotzdem viel Kraft aus dem Osterglauben. Ihnen allen eine gesegnete Ostern 2020.
So wollen wir miteinander Fürbitte halten. Wir wollen das vor Gott bringen, was uns augenblicklich beschäftigen tut. Guter Gott, heute am Osterfest, am Fest des Lebens, kommen wir zu dir mit unseren Bitten. Lass die fragenden und suchenden Menschen aller Nationen und Religionen das Gespür für das Leben in dir nicht verlieren und schenke ihnen auf ihre Weise die Erfüllung des Lebens. Auferstandener Christus, sei uns Licht und Leben. Gib den Verkündigern des Evangeliums die Glaubenskraft und den Mut, vom neuen Leben zu künden und die Menschheit für deine Wirklichkeit aufzuschließen. Auferstandener Christus, sei uns Licht und Leben. Schenke den Armen und Leidenden, den Obdachlosen, Vertriebenen und Flüchtlingen Hoffnung und neues Leben in der Hilfsbereitschaft aller Menschen guten Willens. Auferstandener Christus, sei uns Licht und Leben. Öffne die Herzen der Gleichgültigen, der Skeptiker und der Atheisten für die wahren Lebensfragen und lass sie zum Glauben an das neue Leben in dir finden. Auferstandener Christus, sei uns Licht und Leben. Stehe unseren Verstorbenen bei und schenke ihnen die Fülle des Lebens in dir. Stärke die trauernden Angehörigen, dass sie den Mut nicht verlieren und zuversichtlich ihren Weg weitergehen. Auferstandener Christus, sei uns Licht und Leben. Die ausgesprochenen, aber auch unsere Gedanken, Bitten, Sorgen und Anliegen, die wir in unseren Herzen tragen, das alles wollen wir jetzt in das Gebet einfließen lassen, das Jesus uns selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott möge uns segnen. Er möge uns beschützen, behüten und uns nahe sein in unserem Leben und auf allen Wegen, wo wir gehen. Im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Amen. Gehen wir mit dem Frieden und der Liebe von Christus. Dank sei Gott dem Herrn. Im Namen von unserem Seelsorgeteam wünsche ich Ihnen trotz der widrigen Umstände von dieser Zeit ein gesegnetes, ein frohes, ein zuversichtliches, glückliches Osterfest. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiederhören miteinander.